Ich wiederhole meine Frage. Müssen wir hier weg? Können wir nicht irgendwie einfach noch bleiben? Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video haben wir euch mitgenommen, nicht nur zum südlichsten Punkt Südafrikas, sondern zum südlichsten Punkt des gesamten afrikanischen Kontinents, zum Kap Agulhas. Von dort sind wir nach einem Drohnenflug entlang der sehenswerten Küste weitergefahren ins The Hope Nature Reserve, ein abgelegener Geheimtipp mit den wohl schönsten Stränden an der gesamten Garden Route. Im heutigen Video starten wir auf den vorerst letzten Teil unseres langen Roadtrips durch Südafrika und nähern uns mit großen Schritten wieder Kapstadt. Wir lassen unsere Drohne über Somerset West steigen, fahren eine der spektakulärsten Küstenstraßen, die wir jemals gesehen haben, gehen bei den putzigen Pinguinen in Betty's Bay mal wieder unter die Tierfilmer, unternehmen einen Abstecher in die Weinbaugebiete vor den Toren Kapstadts und vieles mehr. Los geht's! Während wir hier in Bredasdorp ganz in der Nähe vom The Hope Nature Reserve unsere Sachen packen, zeigen wir euch kurz auf der Karte, wo die Orte, die wir im heutigen Video besuchen werden, auf der Garden Route liegen. Wir starten am The Hope Nature Reserve, fahren zunächst nach Stellenbosch, um dort unsere Unterkunft für die nächsten 3 Nächte zu beziehen. Fahren am nächsten Tag über Somerset West zu den Betty's Bay Pinguinen und nach Hermanus und von dort in einem Bogen zurück in die Weinanbaugebiete Franschhoek und Stellenbosch. Wir haben uns jetzt auf den Weg gemacht nach Stellenbosch, kurz vor Kapstadt in den Winelands, wo wir heute Nacht schlafen werden und unsere Basis für die nächsten Tage aufschlagen. Aber ich musste hier gerade noch mal anhalten, es ist nämlich sehr schön hier. Ja. Ja. Ich wiederhole meine Frage. Müssen wir hier weg? Können wir nicht irgendwie einfach noch bleiben? Ich würde gerne noch bleiben. Also mindestens nochmal so 6 Wochen. Kapstadt in die andere Richtung fahren. Richtung Westen. Da habe ich auch noch ein paar Punkte markiert, so ist nicht. So. Das sieht ganz geil aus. Wir sind jetzt hier im Weinanbaugebiet Stellenbosch angekommen, haben uns hier in einem sehr schönen Gasthaus eingemietet und gerade schon ein ganz leckeres Frühstück genossen. Die Fahrt hierher gestern war auch schon super schön landschaftlich. Wir sind hier jetzt nur noch so 40, 50 Kilometer von Kapstadt entfernt. Also ja, man merkt, unser Trip neigt sich so langsam einem Ende entgegen. Aber heute gehen wir nochmal auf einen sehr schönen Roadtrip. Wir wollen als nächstes runterfahren zur Küste. Das dürfte nur so 20 Minuten dauern. Und dann wollen wir immer der Küste entlang fahren. Da soll es eine sehr schöne Panoramastraße der Küste entlang geben, die unter anderem zu den Betty's Bay Pinguinen führt. Da wollen wir hin. Und dann geht es weiter nach Hermanus. Das ist so das Walbeobachtungsmekka hier in Südafrika. Da werden wir euch dann gleich noch ein paar Sachen zu sagen, wenn wir da sind. Und auf dem Rückweg wollen wir dann noch durch ein paar Weinanbaugebiete fahren, denn Stellenbosch ist nicht das einzige. Und ja, genau das machen wir. Los geht's!
Ich versuche einmal die Drohne in die Luft zu schicken, aber es ist super windig hier an der Küste. Also ich glaube nicht, dass das auf Dauer gut geht. Aber vielleicht kriegen wir mal ein Bild. Ja. Ja, für die Drohne leider doch ein bisschen sehr windig. Also ich konnte sie einmal rausschicken und habe bestimmt auch ein paar Aufnahmen gemacht, die funktioniert haben, aber ja, es wackelt dann doch viel bei diesem starken Wind. Wir fahren jetzt ein Stück weiter und vielleicht haben wir da hinten nochmal ein bisschen mehr Windstille. Ja. Aber schön ist es auf jeden Fall. Ja, das steht fest. Findest du schön hier? Ich finde es sehr schön hier. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ja, an Traumstränden mangelt es Südafrika definitiv nicht. Nee. Es ist einfach so schön hier, ey. Warum müssen wir zurück? Weiß ich. Ich möchte noch eine Woche an diesem Strand liegen und dann eine Woche an dem nächsten. Ja. Ich weiß. Ich auch. Voll cool, dass sie hier so viel an Land rumlaufen.
Wir sind nochmal deutlich mehr als am Boulders Beach. Komm, lass los. Genug Pinguine gesehen. Okay. Wir haben auf unserer Tour durch Südafrika sehr viel mehr Zeit in diesem Auto verbracht, als wir gedacht hatten. Fast 6.500 Kilometer sind wir inzwischen gefahren. Was natürlich daran liegt, dass wir auf unserem Weg von Kapstadt zum Kruger Nationalpark und zurück zur Garden Route zweimal fast durchs komplette Land gefahren sind. Insgesamt waren das schon alleine fast 4.000 Kilometer. Wenn wir das vorher gewusst hätten, dann hätten wir wahrscheinlich anders geplant, hätten uns einen Flug von Johannesburg mit Stopover genommen. Aber das passiert nun mal, wenn man so spontan unterwegs ist wie wir. Und mit dem Auto durch ein Land zu fahren, hat ja auch coole Seiten. Mit dem Camper machen wir das ja im Grunde die ganze Zeit. Man sieht nochmal ganz andere Seiten des Landes und kriegt nochmal viel mehr Eindrücke. Deswegen war das für uns auch völlig in Ordnung so. Und langweilig wird uns beim Autofahren sowieso nie, denn wenn wir nicht gerade lautstark mitsingen, was wir beide sehr gerne tun, dann hören wir auf langen Autofahrten auch sehr gerne Hörbücher. Und das bringt uns zum Sponsor des heutigen Videos, Bookbeat. Bookbeat ist eine Hörbuch-App mit Flatrate-Modell. Diejenigen von euch, die uns schon ein bisschen länger folgen, wissen, dass wir Bookbeat jetzt seit mehreren Monaten nutzen. Und zwar fast täglich, denn wir hören immer noch zum Einschlafen das erste Buch von Game of Thrones von George R.R. Martin. Aber dadurch, dass Bookbeat auf einem Flatrate-Modell basiert, sind wir eben nicht nur auf dieses eine Buch festgelegt, sondern können zwischendurch nach Lust und Laune auch immer unsere eigenen Sachen hören, also die Bücher, die den jeweils anderen vielleicht nicht ganz so interessieren. Ich habe zuletzt die Biografie von Elon Musk gehört und auf dem Hinflug hierher tatsächlich auch mal in das Buch Eat, Pray, Love reingehört. Da bin ich ehrlicherweise bei eingeschlafen, aber es war ja auch ein Nachtflug, deswegen schreibe ich das jetzt mal nicht dem Buch zu. Trotzdem habe ich mir für einen Rückflug was anderes rausgesucht, nämlich In die Wildnis, alleine nach Alaska von Jon Krakauer. Bei über 500.000 Hörbüchern und E-Books ist auf jeden Fall für jeden was dabei, was ihn interessiert. Wenn auch ihr Bookbeat mal ausprobieren wollt, haben wir jetzt wieder eine super Aktion für euch. Mit unserem Code OTTA könnt ihr den Hörbuchdienst ganze 2 Monate lang kostenlos nutzen. Danach könnt ihr, wenn ihr wollt, eins von 3 Abo-Modellen wählen und Bookbeat ab 9,99 € im Monat weiter nutzen. Keine Mindestlaufzeit, jederzeit kündbar, genauso wie es sein sollte. Ja, absolut. Und bevor wir dann jetzt heute Abend auch weiterhören, haben wir jetzt erst noch mal ein bisschen Sightseeing-Programm vor uns. Wir fahren jetzt weiter nach Hermanus in die
Walhochburg und dann zum Nachmittag oder zum Sonnenuntergang hin noch ein bisschen durch die Weinregionen und an den Weinbergen entlang. Nicht so sehr, um eine Weinprobe zu machen, aber für die schönen Landschaften. Also, weiter geht's. Da irgendjemand vergessen hat, unsere Kamera-Akkus aufzuladen, haben wir jetzt gleich kein gutes Mikrofon mehr, mit dem wir draußen filmen könnten bei diesem Wind. Deswegen müssen wir das mal einmal kurz hier von drinnen unterwegs machen. Und zwar wollten wir euch noch eine Kleinigkeit zu Hermanus sagen. Hermanus. In Hermanus kann man eigentlich ganz hervorragend... Hermanus ist unglaublich toll dafür, Wale zu beobachten. Tatsächlich kann man da vom Strand aus regelmäßig Wale und Delfine sehen. Also wirklich von der Küste aus mit bloßem Auge. Man braucht nicht irgendwie auf eine Bootstour oder irgendwas gehen. Das ist richtig toll. Allerdings ist das nur von Juni bis November. Nur dann ist Wal- und Delfinsaison. Die sind einfach jetzt, Anfang März, nicht da. Also man kann wohl ganz weit draußen mal vereinzelt das ein oder andere Tier sehen. Aber ja, eigentlich nicht. Das heißt, für uns gibt es nicht wirklich viel anderes in Hermanus zu sehen. Wir werden jetzt einmal hinfahren, mal einmal gucken, vielleicht ein paar Meter spazieren gehen an der Küste. Aber ja, das große Highlight Hermanus ist für uns halt nur ein kleiner Zwischenstopp. Ja. Das ist schon irgendwie verrückt. Da sind wir schon fast 6 Wochen hier im Land und dann sehen wir heute auf unserer Tour doch wieder so unterschiedliche Landschaften, die wir in der Form noch gar nicht gesehen haben. Das ist super schön. Echt ein Traum. Ich wiederhole mich, ich würde sehr gerne noch ein bisschen länger hier hochfahren. Auf der anderen Seite ist es ein bisschen überraschend, denn wir sind von Hermanus aus hier schon fast 100 Kilometer gefahren und sind auch kurz vor Franschhoek, aber hier sind immer noch keine Weinberge. Ist überhaupt, also nicht ansatzweise eine Weinanbauregion. Nur normale Berge. Nur normale Berge, ja. Keine Weinberge. Ja, das habe ich irgendwie mir sehr anders vorgestellt, um ehrlich zu sein. Und das Problem ist, in Anführungsstrichen, die Sonne geht gleich unter. Also ich hoffe, dass wir überhaupt noch Weinreben zu Gesicht bekommen. Ja, wir haben noch 15 Minuten, ja, wenn wir dann ankommen. Ja, wir fahren jetzt noch 15 Minuten und dann ist noch 15 Minuten Sonnenlicht. Ja. Tight Schedule. Jo.
mit den letzten Sonnenstrahlen dieses tollen Tages erreichen wir schließlich also Franschhoek. Diese Ausblicke machen wirklich Lust, den Ort und die umliegenden Weinanbaugebiete nochmal tagsüber und ganz in Ruhe zu besuchen. Das werden wir aber leider nicht mehr schaffen. Wir haben zwar noch einen vollen Tag in Südafrika, aber an dem haben wir noch etwas anderes geplant. Ein weiteres Highlight dieser Reise, das uns nochmal zurück nach Kapstadt führt. Was genau es damit auf sich hat, erzählen und zeigen wir euch aber erst beim nächsten Mal, in unserem dann vorerst letzten Video aus Südafrika. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert gerne unseren Kanal. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, ihr ein bisschen Spaß hattet, mit uns auf Erkundungstour zu gehen, dann klickt doch auf den Daumen hoch-Button. Beides würde uns sehr freuen. Was hat euch am besten gefallen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen, viele Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.